Hey Freunde, heute Daniel Bernt im Gespräch mit Brent Davis und Harald Kautz. Ich grüße euch. Heute geht es um Blumenessenzen, Blumenseelenforschung und vieles mehr. Brent möchte uns heute ein paar Sachen dazu erzählen. So, jetzt übergebe ich mal kurz an Harald, bitte. Genau, ich dachte, ich muss kurz erklären, warum ich hier zwischensitze. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, ich übersetze, reine Gefälligkeit für Daniel und Brent. Und ich bin aber auch derjenige, der diese Blütenessenzen von Brent nach Europa holt, rein logistisch. Also ich mache quasi die Zollabfertigung fertig, habe ein Lager und hatte mich bereit erklärt, quasi die Logistik hier zu stellen, einfach weil die Möglichkeiten so gigantisch sind. Genau, das ist meine Rolle, aber denke, wir sollten erstmal in die Inhalte reingehen und gucken, vom Erfinder, Entwickler persönlich hören, was das ist. Alles klar. Okay, Freunde, dann kommen wir mal zur ersten Frage. Brent, erzähl uns mal etwas über dich. Brent, can you give our people a short introduction, who you are and what you do? Yeah. So I began practice as a integrative health chiropractor, but also with advanced training in applied kinesiology. I had 2 years postgraduate training in homeopathy, classical Mhm. homeopathy, and many other disciplines of Mhm. integrative health. So I'll stop for you. Ja, okay. Also Brent kommt quasi aus der Ecke der ganzheitlichen Medizin, hat angefangen als Osteopath, hat gelernt, die Kinesiologie mit zu integrieren, quasi als Diagnose, hat eine komplette Ausbildung bekommen als Homöopath, das mit integriert. Das ist so der etablierte Hintergrund. Mhm. Und dann kommen gleich die Dinge, die dann noch dazugekommen sind. So I can finish. I'll Hmm? add a little. Yep. Yeah, let's continue. And so when I began practice a long time ago, 43 years ago, um, I saw that the mental component, the mental spiritual, uh, even as a new practitioner, was very important because in homeopathy, we talk about the mentals, the mental, very important part. And then the dynamic part, I studied the remedies, and interestingly, uh, I had patients, and so I was going to use herbal medicines. And our herbal medicines in the United States were very poor quality. So I looked at Europe, Switzerland and Germany, especially, um, to see what they were doing. How were they making things? And the great remedies were fresh plant extracts. Uh, then I eventually went to Germany because I wanted to tour uh, some of the Pasco and the Madaus and those companies. Madaus, for example, was the first company to ever make echinacea extract in the modern era. They began post World War II. They were given huge hangars free. They were given these massive buildings after the war, and they developed the Madaus and then also Schwabe, those companies. So Mhm. I saw the importance of Cut. fresh plant. Yeah. Yeah, cut. I have limited capacities Yeah. to record and retranslate. Yeah. Ähm, okay, also der Brent hat in dem, was er gelernt hat, natürlich praktiziert und hat dann aber gesehen, dass es den seelischen Bereich gibt, der berücksichtigt werden muss. Und einer der möglichen Ansätze, von denen er wusste, dass das eine Menge bewegen kann, ist halt die Kräutermedizin, Pflanzenextrakte speziell. Mhm. Und er musste aber feststellen, dass in den USA die Angebote wirklich armselig waren.
ne, das, was man dort kriegen könnte. Also hat er gesagt, na gut, dann muss man gucken, an der Quelle der eigenen Kultur nach Europa gehen, gucken, ob es in der alten Welt bessere Qualitäten gibt. Und dann ist er tatsächlich nach Deutschland gereist und hat sich quasi die Möglichkeiten von verschiedenen Firmen angeguckt, was dort angeboten wird. Er hat jetzt 3 Firmen genannt. Brent, the 3 companies you mentioned, can you repeat them? Oh, well, they're just examples. Mm, Madaus, Schwabe, Pasco, those are all. Now, Schwabe is mm, largely pharmaceutical. They mm, switched. mm, Madaus did also. They've lost the great, what they were. mm, They've mm, lost. Pasco, of course, is still a great mm. company. Okay, das waren ähm, die 3 Firmen, die er sich angeguckt hat. Okay, Mhm. continue. Yeah, yeah. So for those years, from 1981, for many years, I began an herbal company. I just said, I have to have an herbal, I have to make herbs. So I Mm, began with the highest quality echinacea extract you could make. And I was the only company in the world using 3 species. mm, There's Purpurea, which is used in Germany, and there's Angustifolia and Pallida. So I combined all of those mm, species. We made this little product, mm. which to this day is still phenomenal. So that's an Ja. herbal. Und dann hat sich Brent entschieden, in den USA eine Firma zu gründen, die halt lokal produziert, um ebenfalls qualitativ hochwertige Pflanzenextrakte anbieten zu können. Und hat sich erstmal auf eine Pflanze konzentriert und dann aber eine Mixtur aus 3 verschiedenen Varietäten, um das möglichst rund zu kriegen, angeboten. Ich habe jetzt nicht genau verstanden, welche Pflanze das war. Brent, can you repeat the plant you started with? Echinacea, Ac, Purpurea, Echinacea, Echinacea. Echinacea is very well known. Echinacea. Echinacea. We'll have to Google that, find That's the Latin. Uh, we have to find the German name for the plant. yeah. But anyway, Yeah. so the point of this is I became familiar with extracting the living energy in plants, Mhm. and that was herbal extracts, and I did that for a long time. Mhm. Uh, Die Kunst bei dieser Extraktion war immer die Lebenskraft der Pflanze zu konservieren und mit zu extrahieren. Also nicht die Chemie, sondern tatsächlich die Lebensenergie, die drin steckt. Mhm. so then in the 1980s, later 1980s, the field of that we call energy psychology was born. And Und I was present when that happened. Yeah. mhm. In den späten 80ern kam dann dieses gesamte Forschungsfeld von Energetik, Bioenergetik in der Kombination mit der Psychologie überhaupt erst ins Leben. Und er hat quasi die Gründungsphase dieses Forschungsfeldes live miterlebt in den Staaten. Mhm. And so we became aware that the mind, the unconscious mind, and the spirit are making a big effect on the physical body. We could measure that because I was a member in the muscle testing applied kinesiology. And applied Mhm. kinesiology had many followers in Germany. In fact, there's a whole German division of applied kinesiology. And so from the Mhm. mid 1980s on until 2000, we'll talk about that's when I discovered the flower essences. But I was working in the area of mind body. Mhm. Yeah. Also in dieser Zeit der ersten Forschung hat er halt die Auswirkungen von Pflanzenextrakten auf die Seele, auf die Psyche gemessen und die Technik halt zu messen, was tatsächlich passiert, war die angewandte Kinesiologie, Mhm. ja, was ja ein Arbeitsbereich ist, der auch sehr stark in Deutschland sich dann etabliert hat. Yeah. Und So we can
with energy psychology in applied kinesiology, we were able to find out what unconscious beliefs were sabotaging the body. Und im Rahmen dieser Forschung konnten Sie ganz genau auskartieren, welche unterbewussten Glaubenssätze in den Menschen verankert sind, die die Genesung und das Gesundsein sabotieren. Mhm. So when we knew that, the techniques were developed for physically changing the tapping, I forget the name of it, but all of these techniques were physically trying to change the mind error, the error in thinking. Ja. We're trying to do it through these point tapping, and that went all over the world for 10 years or so. Yeah. Genau, also in der Zeit, wo diese Forschung lief, war der einzige Ansatz, mit den Glaubenssätzen zurechtzukommen und die zu verändern, waren die Tapping-Methoden. Also bei uns das bekannteste ist EFT, Ja, Emotional Emotional Freedom Freedom. Technik, ist hier relativ bekannt geworden, wo man auf neuralgische Punkte mit den Fingern klopft und dann halt Gegenaffirmationen ins System reinspricht, die alte Glaubenssätze überschreiben sollen. Ja. And that produces an effect. It helped many people. But what I found out with this dream, revelation, I saw this way in 2000 of extracting energy from a living flower that is different from a regular flower essence, but because the flower is alive. Und diese Klopftechniken hatten schon ihre Erfolge, aber das kam über einen Traum, also er hat es quasi im Traum gesehen, dass es die Möglichkeit gibt, über eine bestimmte Form von Blütenessenzen die gleiche Aufgabe auf einem anderen Weg besser zu erledigen. Interessant. So when we were able to make these extracts from the flowers, I had already learned the techniques to determine how they would influence a person, a patient. And it turns out that the flower acts like it has code and information which changes the unconscious mind error. Also als er angefangen hat, diese Methoden der Blüten-Deva-Extraktion zu entwickeln, hatte er schon das komplette Handwerkszeug parat, die Wirkung von Mitteln am Patienten kinesiologisch durchzutesten. Und es hat sich halt gezeigt, dass diese Pflanzen-Devas Code und Informationen mitbringen, die in der Lage sind, Glaubenssätze umzuschreiben. Wow. And it turns out that this was an amazing discovery because it's a different way of using flower essences. It is much more strategic. Oh, yeah. Und es hat sich halt gezeigt, dass das eine ganz andere Herangehensweise ist, mit Blütenessenzen zu arbeiten, weil das quasi ein strategisches Denken ermöglicht, um mit der Psyche des Menschen konstruktiv umzugehen. So another very important thing, it's called Floralive. I will look at this and, we need to enable the screen sharing, okay? So also der Name dieser neuen Produkte, das ist dann rausgekommen als Floralive. Er fragt, ob du ihn freischalten kannst, dass er seinen Bildschirm teilen kann. Screen sharing, tell me when that's okay. Jetzt geht's. That's okay. Enabled. Jetzt ist okay, ja. Okay. Yes. So this is the website, floralive.com. And we'll talk a little bit about
this. And so um, what happens is the information that comes from the flowers, the code, is very differently than these tapping techniques because it seems to access information way deeper on the soul and spirit level. Also der Unterschied jetzt von der Art und Weise, wie die Blütenessenzen arbeiten im Vergleich zum Tappen, ist, dass der Code, der eingebracht wird von den Pflanzen, dass der auf einer viel tieferen Ebene in die Seele eingreift, als jetzt übers Nervensystem, wie beim Tappen. Mhm. Ja, das ist einfach, weil dort eine Seelen-Seelen-Interaktion stattfindet. Also spielen die Blumenseelen die Quantenfelder unseres Körpers, gell? So the plant devas basically directly interact with the field structure of the human spirit. Yes, because the essence is the link. It's the frequency that calls them in. So yes, that's how they're acting. Also die Essenz selber, der Code, der da drin liegt, ist im Grunde wie eine Telefonnummer. Es ist die Frequenz, die Deva selber reinruft in die Session. Also es ist im Grunde wie eine Quantenadresse, die ein lebendiges Wesen herbeiruft. So we found after many years that we could choose 8 categories, and you could maybe translate the meaning of each of these. Each of these categories, I'll open one up, but you please translate the category. Also die Vielzahl der Essenzen, die dann entstanden sind, die ließen sich dann, das hat sich gezeigt, gut in 8 Kategorien einteilen. Ich übersetze jetzt mal direkt von der Webseite. Das eine ist quasi der emotionale Bereich, Liebesverbindungen zu pflegen und den Menschen dafür zu öffnen, mehr Liebe leben zu können. Can you see my cursor? Yep. So Yep. you just translate as I move. Okay, from here, which is Dann. Yeah. Dann. Then this one. Stay positive und be happy ist positives Denken und Zufriedenheit fördern im Leben. Heal Emotional Abuse ist der ganze Bereich der Trauma-Lösung und Heilung von emotionalem Missbrauch. Stress Relief ist den Körper wieder runterfahren, wenn er durch Überarbeitung und Stress halt in einem Überlastungszustand ist, Burnout-Behandlung und so weiter und so fort. Conquer Fear and Be Strong ist der gesamte Bereich der Angstbewältigung und Maximize Potential. Maximal Potential ist das komplette seelische Potenzial freisetzen, was quasi von der Seele angeboten wird, aber von dem Körper nicht durchgelassen. Abundance is just to bring more abundance into life. Das hat, also Abundant Life Program hat was damit zu tun, alle Faktoren zu pflegen, die den Menschen daran hindern, Fülle in sein Leben zu lassen. And then the last one is wonderful things to heal pets, to heal our animals. Dann gibt es noch einen Satz von Sachen, die in der Tiermedizin Anwendung finden, damit die Vierbeiner und Zweibeiner und das Federvieh. So after several years of using these in the early 2000s, it became clear, here's the little picture that shows we don't cut the flower, and the regular flower essence cuts the flower and introduces shock into the remedy when we have no shock. Das Innovative an den Produkten, warum die so anders und so besser funktionieren, ist, dass bei der Extraktion die Blüten nicht geschnitten werden. Ja, die übliche Art und Weise, wie Blütenessenzen hergestellt wird, da wird geerntet und dann wird die geschnittene Pflanze
quasi weiterverarbeitet. Man versucht im Grunde die Seele von der Leiche zu extrahieren. Und Mhm. da kommt einfach das Trauma der Pflanze, geschnitten worden zu sein, mit in die Gleichung. Und das kann man Mhm. halt verhindern, wenn man von der lebenden Blüte zieht. And so after using these, we saw in the simplest way, there was a model that emerged, which showed that we have to do three things. We have to clear trauma first. We then try to allow receiving. And then Mhm. when those things are active and clear, then we go to maximize potential. Und die Arbeit am Patienten hat gezeigt, dass man mit dem gesamten Set an Dingen immer in der gleichen Reihenfolge am besten reingeht. Erst wird das Trauma rausgeräumt und aufgelöst. Wenn das Trauma weg ist, dann wird die Fähigkeit freigeschaltet zu empfangen. Und wenn man quasi klar ist auf der nehmenden Seite, ja, dass man aus dem Kosmos die Energien aufnehmen kann, dann wird das Potenzial, was von der Seele mitgebraucht wird, maximiert, also So then, inhaltlich gearbeitet. for example, clearing trauma is huge. And this is present life, but also dimensional and past uh, into whether if someone is pulling trauma from the collective unconscious or if they're pulling from their own karma, from past. Und in dem Bereich Trauma-Aufarbeitung ist es nicht nur das persönliche Trauma, also Kindheitserlebnisse oder Erlebnisse aus diesem Leben, die geklärt werden können. Es ist auch quasi transdimensional, wenn man Traumata aus dem Kollektivfeld absorbiert und mit sich rumträgt. Und auch das Trauma aus Vorleben, was geklärt werden kann. Mhm. Yeah, and so let's take an example because clearing trauma is number one, so important. So if we go back to here, feel emotional abuse. Also das wären dann die Sachen aus dem Heilen von emotionalem Missbrauch. Mhm. So we see these beautiful flowers which have a special ability to heal emotional abuse. Das sind halt diese wunderschönen Blüten, die die Fähigkeiten in sich tragen, emotionalen Missbrauch, also die Folgen von emotionalem Missbrauch zu heilen. Um, I'm actually finding a little, this one is one of the greatest ones, this beautiful flower, which acts like an antenna. You can see that so clearly here. This is like a receiving dish. Mhm. Code comes into the flower. The flower holds that energy, and then we transfer that to the water, which is then made into the remedy. But it's actually the Devic forces are sending code into the flower. This has been discovered. And the Mhm. flower then holds it and we take it. Yeah. Ja, also das ist jetzt quasi ein bisschen so die physikalische Wirkungsweise, wie die Pflanzen das machen. Die Blüten selber sind wie Antennen, also Mhm. in unterschiedlichen Geometrien, und jede Antennengeometrie filtert aus dem Lebensenergiefeld eine ganz bestimmte Qualität heraus Mhm. und konzentriert genau diese Qualität in der Pflanze auf. Wow. So zieht quasi die Pflanze den individuellen Aspekt, den sie repräsentiert, über die Geometrie der Blüte in die Pflanzensubstanz und von dort dann halt übertragen in die Essenz. Wow. Und bei, So we have so many, the website. I hope Harold sometime we'll get it to translate the site into German. I hope. irgendwann wird die Seite mal auf Deutsch übersetzt sein. There should be a way to do that. Hope we can do that. But we have so many
things, these combination essences, for example, let's choose a different one. Let's go to, yeah. So these are, I think there are 13 combination essences that contain flowers from all over the world that we found. We put them together to achieve effects. Like you can translate this. This one is called Freedom Flowers Blend. Also das ist halt jetzt gewachsen quasi aus der Arbeit an Klienten, wo sich gezeigt hat, dass bestimmte Kombinationen von verschiedenen Blüten geeignet sind, bestimmte komplexe Lösungsfelder am besten zu bedienen. Das heißt, es gibt die Einzelessenzen, wo immer nur eine Blüte drin ist, die dann persönlich diagnostiziert werden, aber es gibt auch diesen Bereich von vorgefertigten Blütenkombinationen, die erfahrungsgemäß gut im Team zusammenarbeiten können. Yeah. So we achieve, you can explain from our workshop that we did, where we find certain people had these particular limiting beliefs. Then we look for the flower to come in as a, say, countermeasure or as a way to transform or process. It's very interesting what's actually happening. We don't know, but by some technique, that limiting belief that could be very ancient can be removed quickly. Also der Bernt war letztes Jahr einmal hier für eine Ausbildung. Also ich habe quasi dann gelernt, für ihn auch auszubilden. Und die Art und Weise, wie die Essenzen angewendet werden, ist, man testet, welche Deva, also welche Pflanze an dem Patienten arbeiten möchte. Dann kann man halt danach gucken, welche toxischen Glaubenssätze mit der Blüte verbunden sind, also welche sie heilen kann. Dann wird kinesiologisch durchgetestet. Ist der Klient denn tatsächlich auf der falschen Seite des Lebens mit seinen Glaubenssätzen, also auf der destruktiven Seite? Dann wird die Blütenessenz oder die Essenzen, die getestet haben, werden gegeben. Und dann wird kinesiologisch nochmal getestet, ob die destruktiven Glaubenssätze immer noch vorhanden sind. Und wenn man richtig akkurat und ohne Vorurteil testet, kann man dann halt sehen, welche von den Problemen umgehend, also innerhalb von Minuten, durch die Devas aus der Welt geschafft werden. Und this is it's a small picture, but that little person down there, that's me. And this is at about 4,000 meters in the high Andes. And this is one of the sacred sites from which I collected many, many flowers. And we always, around the world, I always end up being directed to sacred sites where the flowers grow. Und diese Bloodroot zum Beispiel ist von einem heiligen Ort in den höheren Lagen der Anden. Und das, was halt mit diesem Traum angefangen hat, Bernt wird geführt zu vielen verschiedenen heiligen Orten auf dem Planeten, wird quasi von den Blumen gerufen. Und er weiß dann nur, er muss irgendwo hinreisen, weil dort wieder einer auf ihn wartet. Und das ist halt die Hauptarbeit gewesen für ihn, diese vielen, 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 vielen Reisen zu machen zu ganz speziellen Orten auf dem Planeten, wo diese Blüten dann auf ihn gewartet haben. Wann hat das angefangen, dass er diese Reisen begonnen hat, oder? When did you start traveling? In what year? Probably in 2003. I think 2000 and 2001, I was working in the forest on my farm, doing things locally. I saw that I needed to go to other places. Also Peru, 2000, 2001 hat er angefangen zu experimentieren mit Blüten auf seiner Farm in Tennessee.
Und 2003 hat er gemerkt, nee, die wirklich guten Kandidaten rufen ihn und er muss auf die Straße. Yeah. Wie fühlt sich das für ihn an, wenn Sie ihn rufen? How does it feel like when you're called by a flower? Most of the time, it comes as a result of seeing patients that have a need. So, for example, uh, this one, when I began to develop this flower, Remedy, the flower that is shown there, the white flower, comes from Jamaica. And there is chapter 8, if you can refer them, this is for the people that read English. And I think, so many Germans are well educated, they read English. They can go to this one. Let me show this. They can go to this website, which is the floralhandofgod.com. See that. Floralhandofgod.com. And in the podcast area, there is this series of recordings. This is higher manifestation. This starts, I'm reading the chapters in the book. Okay. And, yeah. Also meistens kommt der Ruf der Blüte, wenn er einen Patienten bei sich hat, wo die gegebenen Möglichkeiten nicht ausreichend sind, um zu einer Heilung zu kommen. Dann meldet sich eine Blüte bei ihm und sagt, hör mal zu, mein Lieber, ich könnte helfen. Wenn es jetzt quasi wirklich um die lebendigen Geschichten geht, wie so welche Reisen sich gestalten. Also es hat seine Arbeit in einem Buch beschrieben. So this is a big one. This is Die example. übersetzt die blumige Hand des Schöpfers. Ja. Da sind ganz viele von seinen Reisen drin beschrieben, wie das genau im Einzelnen abgelaufen ist. Und ein paar von den Kapiteln hat er als Podcast auch mal eingelesen. Das kann man als Hörprobe quasi auf seiner Webseite sich angucken. So each of these deals with a chapter, and the chapter in the book has a theme. I hope I don't know who's going to do this, but I hope we can get the book translated into German. It surely should be. But this is particularly, I thought this is from an old movie, Countermeasures to Evil that Blocks Manifestation. Also er hofft, dass wir das Buch mal auf Deutsch übersetzt kriegen in absehbarer Zeit. Und ich weiß jetzt nicht genau, wo das Bild seine Rolle hat, aber das ist die Blüte, quasi das Gegengift für die Kräfte des Bösen, die Manifestationskraft blockieren. And so this is showing, the very great image from Star Wars, where we're fighting evil here and removing obstacles. And so the chapter talks about how I was in a stage in my patients who were really looking at how do we remove obstacles and what are the flowers that help us do that. Also das sind quasi, die Bilder sind immer wie so Kapitelüberschriften und das ist jetzt quasi zum Thema Manifestieren, der zweite Abschnitt, wo die Blüten dann halt besprochen werden, die inneren Verhinderer aus dem Weg räumen, auf dem Weg zur Entfaltung der manifestativen Kräfte. Yeah, so this describes two trips, big trips, that were very amazing, where I was seeing a very big theme in the lives of people, my patients. They did not have good relationships.
So I thought, I want to. So what happens is I get the guidance that says this is needed by humanity. And then this is all unconscious, but that from coming into me from it is all developed by need. When I see and feel need, apparently that signals the Devic kingdom. And then the Devic kingdom finds the flowers. This is kind of a crazy, how could that be? But it looks like that's what's happening. Mhm. Also das Kapitel, das ist entstanden, weil er gemerkt hat, dass viele seiner Patienten einfach in kaputten Beziehungen leben. Und die Blüten, die dafür quasi sich bereit erklärt haben, die hat er in zwei verschiedenen Reisen äh, reingeholt. Und wenn er jetzt beschreiben soll, wie das genau funktioniert, also es gibt eine Not, eine Bedarfssituation. Also er steht mit seinen Klienten da und es bräuchte einfach etwas, und um zur Lösung zu kommen. Und dieser Bedarf, diese Not ähm, öffnet einen Kommunikationskanal Mhm. in das Pflanzenkönigreich hinein. Und von dort heraus kommt dann halt die Antwort zu ihm, Mhm. was aus dem Pflanzenreich tatsächlich in der Lage ist, dieses Bedürfnis, diesen Bedarf zu deckeln. Wie so eine planetare Pflanzendatenbank, die ihm dann die Information zuschickt, um Is sein it Wissen zu is erweitern. is it like a plant database that communicates with you, or is it more like a living spirit? Well, it is the Devic, the conscious spirit, but somewhere, uh, some higher presence is able to understand what resonance, what frequency a flower can hold. I mean, this is very mysterious because it's complicated. Like, for example, this flower was above Perth in Western Australia. Mhm. And I found in this chapter 9 in Mhm. this book, deals with the whole expedition to Australia where I was guided. And the chapter is very interesting. I wish we could Mhm. get that translated. But it explains very well the unusual guidance Mhm. that I received. Mhm. Also es ist schon so, dass die Erstkommunikation wie mit dem großen Geist stattfindet, ne, also dem Ganzen. Aber Mhm. es gibt in dem Ganzen auch etwas Wesenhaftes, also irgendeine Entität, die ganz gezielt dann für ihn denkt, handelt und mit ihm zusammen die Führung übernimmt, also die ihn dorthin führt, wo die Pflanze zu finden ist. Das ist dann auch während der Reise die Kommunikation. Das beschreibt er halt in dem Kapitel über die Dancing Goddess, die tanzende Göttin, wo er Mhm. dann nach Australien geführt worden ist, ganz gezielt an einen Ort, um die Blüte zu finden. Hochinteressant. So then this one was from chapter 8 in the book where I went to Jamaica. Yeah. Das ist aus dem Kapitel Flowers, 8 the mit der flowers to Reise nach protect us, Jamaika. the flowers to protect us from evil. Mhm. Blüten, die vor dem Bösen schützen. Mhm. Was heißt vor dem Bösen schützen? Also vor Can you elaborate on protect from evil? What Yes. is Um, again, that is complicated. I'm trying to think for a moment. Well, we have the evil or darkness that follows us
because of our own past. That's our own karma, and the links to all the negative entanglements. So that's one thing to translate. That's Mhm. one part of it. Ja, also wir haben Dunkelheit in uns und eine Verschränkung mit ähm, dunklem Karma, was wir angesammelt haben, dass das uns halt auf eine bestimmte Art und Weise ähm, in die Position bringt, dass wir von dunklen Kräften in diesem Leben auch adressiert werden. Yeah. Mhm. So that is one part of the darkness or the evil, we might say, Mhm. darkness Das ist around. ein Aspekt von dem, was Dunkelheit Yeah, bedeutet. that's a good word, one aspect. The second is the evil that is being spread through every means around the planet by other forces. We don't know exactly what they are, but they're broadcasting a tremendous amount of darkness. That's not ours personally. It's being Mhm. thrust Und dann gibt upon es noch us. einen zweiten Aspekt von Dunkelheit und das sind halt die Kräfte, die die gesamte planetare Sphäre von außen angreifen, weil sie eigentlich nur ihre eigene Agenda hier durchsetzen möchten. Die sind nicht unbedingt mit persönlichem Karma verstrickt, sondern betreffen das Kollektiv. Mhm. Trotzdem ist jeder Einzelne dem ausgesetzt. Mhm. Also die And Matrix. so, yeah, so these flowers, the consciousness, the high awareness, I call it I gave it the term my steering committee. My steering committee. They're the beings that give me this information. I call them the steering committee. Ähm, ähm, I'm struggling with the translation. Yeah. Directing group, but the term in English is steering committee. It's like a company has a steering committee. Um, I'm missing on the first sentence you said. Kind of. The Ah, second, I was busy finding a word and then I forgot the beginning. yeah, yeah. But what guides this is this committee. What Mm, guide the flowers that I'm led to mm, are they are seen by this higher level committee of mm, I don't know what it is. It is angelic, but it's mm, also possibly, I would say, the teachers of the White Brotherhood because they have a mm, very high mm, consciousness. mm. Also es gibt eine Kraft, die diese gesamte Interaktion zwischen ähm, den dunklen Kräften und eben den Gegenmitteln, die das organisieren, orchestrieren. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie von Steering Committee, ähm, ein lenkendes Komitee. Mhm. Mir kommt Aufsichtsrat wie in den Kopf, wenn man jetzt in der Firmenmetapher guckt. Und er kann nicht genau sagen, wer das ist, der das macht. Also Du meinst die äh, Luzifer-Sphäre, oder? es gibt eine weiße Bruderschaft, Mhm. die möglicherweise ihre Finger dort drin hat. Also das ist alles in den ätherischen Welten, nicht inkarniert. Mhm. Oder möglicherweise eine bestimmte Hierarchie in den Engelsreichen, die für diese Dinge zuständig sind. Er kann es nicht genau benennen, aber dort kommt die lenkende Kraft her, Mhm. aus diesem Bereich. Und er ist einfach dann nur am empfangenden Ende Mhm. und lässt sich führen. So meinte er. Hm. Mhm. Okay, I think I got it, Brent. Mhm. Yeah, that's a hard thing, but how so so this is a it's a mixture of my intention uh because I see what the needs are and then the guidance Mhm. from above me.
So it's so Also das Ganze ist einfach eine Verschränkung aus seinen Absichten, der er formuliert, wenn er in den Bedarf bei den Patienten reinfühlt und dieser Führung aus der höheren Ebene. Zwischen diesen beiden Kräften sozusagen entwickelt sich das Finden. Mhm. so these are two flowers I'm going to show you that are prepared on the edge of the forest in my place here in Tennessee. Also die beiden Pflanzen, das waren die ersten, die wachsen tatsächlich am Waldrand bei seiner Farm in Tennessee. Actually, several of these are, but let's go to this one. Um, I was in a condition where I was enraged at obstacles in my own life and on the planet. Just translate that and then we'll continue. Also das ist eine Pflanze, die ist zu ihm gekommen, als er selber verstrickt war in Problemen in seinem eigenen Leben, Hindernissen, die unüberwindbar erschienen. Because I view the earth, this earth, our planet Earth, as a paradise that has been corrupted and destroyed. And that makes me very angry sometimes. Also das kam im Wesentlichen daraus, dass er die Erde sieht als im Ursprung ein Paradies, was zerstört wurde. Und diese Zerstörung macht ihn persönlich halt sehr wütend. Yeah. And so also sad Und auch traurig and disappointed. Yeah. und So enttäuscht. one day I was on my farm at the edge of the forest, and I was not married then. I was single, and was walking up the field, and I just screamed out. Mhm. This has got to Also change. das This has got. war einer der Tage, er war damals in keiner Beziehung, also er war Single, alleine. Und er hat einen Spaziergang gemacht über seine Farm und war am Waldrand. Und er hat dann einfach aus diesem tiefen Seelenschmerz heraus angefangen zu schreien, also den Schmerz rausgeschrien. And so, and that's when I calmed down, I could sense there was a flower calling me to go over to the edge of the forest. And then I discovered that flower. Und als der Schmerz rausgeschrien war, hat er halt gemerkt, dass eine Blüte ihn ruft. Und die stand halt direkt am Waldrand und sie hat ihn quasi rübergewunken. So. Und dann ist er zum Waldrand gegangen, wo diese Blume stand. So if you can translate this, this is what the frequencies from this flower do. You can look at the English there. Und was diese Blüte halt für ihn tun konnte, das ist genau das, was jetzt quasi in der Diagnoseroutine drin steht. Es entfernt die schadhaften, unbewusst eingepflanzten Glaubenssätze. Ich kann die Wut nicht loslassen und den Schmerz in mir und die Scham in mir, die in mir gefangen ist, kann ich nicht loslassen. Es ist einfach ein Glaubenssatz, der blockt den Ausdruck, dieser Glaubenssatz. So when I make a discovery like that, for many, many years, seems that was given to me, but then I take it to my practice, and right away I find many people benefit from that. Und das war jetzt im Grunde ein Geschenk an ihn, war ja auch einer der frühen. Und er hat halt diese Blüte dann, also diese Deva geerntet, sie in seine Praxis genommen und hat dann festgestellt, wie viele Menschen mit diesem Problem behaftet sind und wie vielen er damit helfen konnte. Ganz großes Thema auf unserem Planeten.
big topic on our planet. Yeah, Threat rage. yeah, yeah. So this one, I mean, there's a story. Every one of these flowers has a story. Every one. Jeder einzelne dieser Blüten hat so eine Art von Geschichte. This one comes from the southwest corner of Australia. Diese Blüte kommt aus der südwestlichsten Ecke von Australien. And all these photos I took myself before I prepare the flower, I get my macro lens and I go into the spirit of that for an hour or two, and something happens Also during die, that, die during that time. Fotos zu den Blumen, das sind alles Fotos von den Originalblumen. Also bevor er anfängt, die Deva zu ernten, geht er erstmal für 2 Stunden, 1 bis 2 Stunden in eine ganz tiefe Meditation und verknüpft sich mit der Blüte, also mit dem Spirit. There's some sort of a process that takes place where when I find the flower, sometimes I have to look among many flowers, a particular flower, then I have to check all of its companions, to find out which one is the ideal one. Also ein Teil der Vorbereitung ist meistens, gibt es an einer Stelle ganz viele identische Blüten. Und der erste Bereich, erste Bereich der Kommunikation ist erstmal herauszufinden, welche von diesen vielen Blüten quasi die auserwählte ist, die die Fähigkeit in der idealen Form in sich trägt. Warum kann es nicht jede Blume sein? Why isn't every flower perfect in it? It has to do with the geometry, but also the flower itself somehow communicates. I'm the one. You prepare me. Also es hat was mit der Perfektion der Geometrie der Blüte zu tun. Also das kann er sagen, aber auf der anderen Seite, die Blüten kommunizieren das einfach. Die eine Blüte sagt, ich bin diejenige, und dann muss er sich halt danach richten. So at the end of my trip in Australia, which was very intense, I was highly focused. That's the most intense trip I've ever had. So you can translate that. Das war jetzt ein angefangener Halbsatz, also auf der Reise nach Australien, und das war die intensivste Reise, die er bisher überhaupt gemacht hat. Okay. So I got the sense to go below Perth, south of Perth, Australia, also in my car. Hat er das Gefühl gehabt, sich noch südlich von Perth umzugucken? And drive, and then always not knowing where I was going, but just stopping and talking to people. In this case, I said, I'm looking for, a beautiful area. And is there any place that has had recent fire? Because they do burn control in Australia, but they also just have fires. So I asked for a place that was beautiful that had fire. Recently. Ja, also er ist einfach durch die Gegend gefahren, hat sich quasi treiben lassen, führen lassen und hat zwischendurch immer wieder mit Leuten gesprochen. Und das Einzige, was er wusste, er muss nach einem Ort suchen, der kürzlich ein Buschfeuer über sich hat wegrollen lassen. Ja, da gibt's die kontrollierten Brände, die für die Landwirtschaft gemacht werden, aber auch wilde Brände, die immer wieder passieren. Er wusste nur, es ist eine dieser Flächen, die kürzlich abgebrannt waren. So I knew that if I could find this place with a fire, not too, sometime fairly recent, that there would be a lot of regeneration. It would be a very interesting place. An diesen abgebrannten Flächen regeneriert sich die Natur dann sehr blumig, sehr intensiv. So
I found this beautiful cliff area around the ocean. It was just magnificent, and it had all been burned. And on top of it were many, many different kinds of orchids blooming. Und er hat dann halt eine Stelle gefunden, die war direkt an den Klippen, quasi am Indischen Ozean. Und die Fläche war übersät von vielen verschiedenen Orchideenarten, die dort geblüht haben. And one of the different terrestrial orchids was this one. And it had a stem about 60 centimeters long. It was long. Und eine der Orchideen war halt eine bodenwüchsige, nicht die parasitären, die in den Bäumen oben wachsen. Und die hatte einen Stängel, der hatte so 60 Zentimeter Höhe. So it was on a cliff, and there was wind from the ocean. And this little, I wished I had a more magnification, but it's a funny little face. If you really can, it's got ears, and it's a face, and these are its feet with its boots, and those are its arms, and then it has a little head notch, and the wind was blowing it. It would move, you know, a third of a meter, each way. It was just blowing like this. And I was seeing these. And when I went up to it, I saw this and I just started to laugh. It was one of the funniest things I've ever seen because it was like it was playing. Mhm. It was going, ooh, its feet were going. It was just very funny. Also die Ecke war natürlich sehr windig direkt oben auf der Klippe. Und diese Orchidee, die hat halt 2 Beine, 2 Arme und oben eine Art Gesicht, Mhm. was wirklich mit Ohren, Augen, Mund ausgebildet ist. Und durch den starken Wind hat die sich wirklich so 30 Zentimeter hin und her bewegt, gewackelt. Yeah, and Und its arms. sah aus wie eine tanzende Göttin. Und er hat die gesehen und er hat einen absoluten Lachkrampf gekriegt, weil die so viel Freude in ihm entfesselt hat. So I gave it the name. And frequently on my website, you see those are not, we have the scientific name. Those are not the name. I give flowers the names. The names often, they just reflect the experience that I have. So I gave this flower the name Acrobat Orchid. Und er hat ihr dann halt diesen Namen verliehen, die Akrobatenorchidee. Und das ist bei vielen Namen auf der Webseite so, dass es nicht die botanischen und auch nicht die volkstümlichen Namen sind, sondern Namen, die ihm gekommen sind. Mhm. So remember I said I was very focused, very intense. So read what this little flower does. I'm translating the meaning of it, okay? Yeah. Also die Glaubenssätze, an denen sie arbeitet, ist Erleichterung bringen, also Auflichten von Ernsthaftigkeit und seelischer Schwere. Mhm. Und es bringt in uns die freudvolle Bewusstheit zum Leben, dass das Leben ein lustiges Spiel ist. So yeah, life is a playful game. And that is so important because when we examine the patient with energy psychology and doing the muscle testing, when they state life is a playful game, they fail that test. It's Also not true for them. Jetzt, wenn man wieder zurückgeht quasi in die Diagnosepraxis, man würde dann den Glaubenssatz testen. Das Leben ist ein Playful Game, kann man schlecht übersetzen, ein spielerisches Spiel, also ein lustiges Spiel. Dann würde man kinesiologisch ein Nein kriegen, ne? Weil das ein Glaubenssatz ist, der nicht aktiv ist in den Menschen. Diese Menschen halten ihr Leben nicht für ein freudiges Spiel. Mhm. So Und dann gibt man die Essenz und dann kann man wieder testen und danach ist die Leichtigkeit dann plötzlich da. we take the little bottle here, we take the droppers,
We can put some in the mouth. We did this in our workshop with you. And then we retest this. Life is a playful game, which was not true for the person. We give them the drops, and then it is true. And that shows us that we have a quantum, probably a scalar, instantaneous, multidimensional change. It's very amazing how that can happen. Also dann werden halt die Tropfen gegeben nach dem Testen, dass quasi der Glaubenssatz in der Dunkelheit liegt. Und nach dem Geben der Tropfen in den Mund kann man halt wieder testen. Und wenn die Kinesiologie dann sagt, dieser Mensch glaubt jetzt daran, dass das Leben spaßig ist, dann weiß man, dass irgendwo auf der Quantenebene es diese Transformation in der Seele gegeben hat, dass der Glaubenssatz, der vorher blockierend war, sich einfach aufgelöst hat in nichts. Mhm. So. Wie läuft das Absorbieren der Energie aus der Pflanze ab? The Wie question überführt ihr den is, Geist? how does the energy from the spirit of the plant enter the human system? Well, in the model that I use, my conceptual framework is our consciousness is linked to superconsciousness depending on who we are. Some people that are not, I don't know the right word, very evolved, they don't have those links into the higher dimension. But some people do. And when we're linked into the higher dimension, these flower essences work very powerfully. I'm not sure if it answers the question. I'll give it a try. Also er sagt, Menschen sind sehr unterschiedlich und manche Menschen haben ein hohes Grad an Anbindung an die höheren Bewusstseinsebenen. Also sind hoch verlinkt. Manche sind sehr individuell und nur hier und manche sind halt ohnehin mit den Kollektivebenen verschränkt. Und in diesen Fällen arbeiten die Devas stärker und besser. Bernt, I'm going to add something I perceived during our education about the clairvoyant people who saw the devas working. Because this is kind of a visual impression. Also wir hatten die Ausbildung da. Und ich habe halt über meine Geschichte ziehe ich viele eher hellsichtige Menschen an. Das heißt, da waren gute Leute in der Ausbildung mit Fähigkeiten. Und die hatten tatsächlich auch einen visuellen Eindruck. Das also wirklich wie, ne, Patient liegt auf der Liege während der Behandlung und in dem Moment, wo die Düse gesprüht wird, sind die Devas am Körper dran, wirklich wie ein Team aus Chefarzt, Anästhesist, 3 Krankenschwestern und die fuhrwerken in der Aura rum. Und das sind tatsächlich wie Naturwesenheiten mit teilmenschlicher die aktiv Aurachirurgie betreiben. Das ist das, was beobachtet wurde. Und in einem Fall irgendwie war das Problem größer als das, wofür sie ausgebildet waren. Und dann saßen sie wirklich rätselratend in der Ecke und wussten nicht, wie es weitergeht. Hochinteressant. Und hatten Schwierigkeiten, die richtigen Griffe zu finden, weil das ihre Fähigkeiten überstiegen hat. Und dann wurde das auch kommuniziert. Dann war auch die Wirkung in der kinesiologischen Testung nicht so wie erwünscht, ne? Weil sie halt mit dem ein Problem dann tatsächlich überfordert waren. Okay, I added that I remember in one of our cases, there was someone during the education that had unusually heavy problems. And I remember there were like 5 devas working on him, like a team of nurses and practitioners, kind of as natural spirits, and they couldn't solve it. And at a certain point, they stopped working on him because they didn't know what else to do. And in this one single case, we also had a negative test results afterwards because they were not
kind of educated enough for that specific problem. In most of the cases, they did their job and it tested positive afterwards. But that one case was kind of showing both the negative test plus them being in dire straits because they couldn't fix it. Yeah. So from the clairvoyant perspective, it's a clear picture. Yeah, it's these things are complex. They work on many levels. So it's worth mentioning, I think, now that we come to a new year, one of the wonderful ways that people can start that new year is with this. From the first 6 years, I determined that in these products, 5 of them, they all contain many different flowers, like 25 flowers are in these particular 5 bottles. And so we made this as a program to take in order to deal with many of the common human complaints. Also seine Anregung, wer Interesse hat, ich weiß nicht, ihr erinnert euch an die Reihenfolge, Traumaauflösung, na, da waren dieses Dreieck am Anfang, was quasi die 3 Phasen der Heilung beginnend mit der Traumaauflösung beschrieben hat. Dieses Programm Abundant Life ist quasi eine Routine von 5 Mitteln, die man hintereinander wegnimmt, um quasi so einen stereotypen Heilungsprozess zu durchlaufen, quasi designt für den gemeinsamen Nenner typischer menschlicher Probleme. Yeah, and when people, if they can understand this, these are 6 flowers in one bottle. Ja, and what they do is remarkable. And that's just one bottle. That's this one. And then it goes on. Then after that, we do the second one, third one. Ja. Also in der ersten Flasche sind dann 6 verschiedene Blütenessenzen kombiniert. Und so geht es dann halt weiter, dass wir jede Phase quasi einer Generalneuaufsetzung vom Bewusstsein die passenden Kombinationen. Yeah, because sometimes people say, well, what do I need to fix? And if we have a practitioner, like we've talked, when we have the practitioners that you and I are training or wanting to see trained, they can measure what is needed, but for the individual, they will best be helped by these combinations. Like this one is a very good one because it has so much in a program for about 4 months, 3 or 4 months. Also das ist ein Programm, das deckt einen Heilungsprozess von 3 bis 4 Monaten ab. Und das ist halt einfach eine Alternative, wenn man jetzt keinen Therapeuten in der Nähe hat, der eine ganz klare Individualdiagnose machen kann. Hat man eine ganz gute Chance, mit diesem generalisierten Ansatz trotzdem großen Teil der Probleme, die einfach typisch sind für Menschen, in einem Rutsch gleich rauszuräumen. Ja. Ja. Okay. Okay. And does Danielle, what are some other questions? How does this fit into his, how do we call it? I think we were much better than the questions we had prepared. Ich denke, wir waren besser, als die vorbereiteten Fragen es gewesen wären. Absolut, absolut. Es hat sich alles selber beantwortet. From his standpoint of what the world needs right now, and how does he view this contributing to his friends, colleagues? Does he see a relationship there? Can you translate that? Yeah.
was Ähm, from what we said. siehst du, dass das quasi diese Möglichkeiten für deine Klientel, die Leute, die du bei dir im Kanal hast, dass die da zu dieser Art zu arbeiten eine Beziehung aufbauen können? Es gibt sicher den einen oder anderen, der da gerne mal mit seiner Seele reingeht und das versuchen mag. Mhm. Man muss Weil, ja schon eine gewisse Art von Gefühl aufgebaut haben in seinem Leben, um da überhaupt mhm. mitschwingen zu können. Mhm. Aber ich schätze, dass es da schon einige gibt. Yeah. Ja. He said there will be one or another in his circles that is definitely sensitive enough to be able to sense and communicate on that level, and therefore automatically will be interested in experiencing it. Mhm. Although I have to say it's not necessary to be fully aware of what it does. It does what it does, whether you feel it or not. That's Aber right. ja, Daniel, es ist nicht notwendig, die Art, wie Sie arbeiten, wirklich zu fühlen. Also es ist keine Voraussetzung, die Mhm. komplette Sensitivität zu haben, weil die im Unterbewusstsein arbeiten, da darf es eigentlich auch bleiben. Mhm. Ja? Und Okay. one more thing from my end to say, because I always insist on making your homework as conscious as possible. Um, um, I say it in English first. If you take them in to work on your topics, which we do very conscious in Germany, clearing your own history, clearing your topic, having full responsible self-healing. This is like for cleaning the road from the stones that lie in the way. It doesn't replace the storyline of self-healing. Oh, no. It's not kind of erasing the necessity to understand what's happening with you, Right. but it can take away the things where you can't proceed just on your own because something is stuck in your mind. It's very important for two things. Yeah. One, much more effective if we have the conscious intention to change, of Yeah. course. But the second part is, and this is even with people that are very advanced, we cannot even imagine what the problems are sometimes. Mhm. We don't have our mind cannot conceive of Mhm. where is the block, Yeah. and the flowers go to it Mhm. without our knowledge. And this, Yeah. so I want to share this picture. This one is very powerful. Let me translate first. Yeah. Also ich hatte gesagt eben auf Englisch, so die Tradition, die ich kenne und schätze in Deutschland, ist, dass die Leute ihre eigene Geschichte sehr eigenständig aufarbeiten und durch Selbstheilungsprozesse laufen, wo sie nach Möglichkeit voll bewusst erleben und verstehen, was ihnen passiert ist und was sie tun müssen, damit es ihnen besser geht. Und an der Stelle ist der Job, den die Essenzen machen, tatsächlich nur die ganzen Steine aus dem Weg zu räumen, die in Form von Mhm. Glaubenssätzen im Mentalfeld im Weg sind. Ne? Also wie will ich mein Karma klären, wenn mein Glaubenssatz ist, ich kann mein Karma niemals überwinden, ich werde immer schuldig sein. Dann hänge ich einfach. Ne? Und dieses Blockade lösen, damit der bewusste Prozess dann weiterlaufen kann. Das ist genau Mhm. die große Stärke von den Essenzen. Und Verstehe. ganz oft sind wir uns gar nicht bewusst, was uns hindert. Mhm. Verstehe. Ja? Und da kann man eine Blockade durchaus einfach mal wegräumen und muss auch nicht unbedingt wissen, was es gewesen ist. Hauptsache, Mhm. der Prozess kann danach weiterlaufen. Okay, wie so eine Okay. Pinzette, die schwarze Flecken aus den Feldern zieht, um Mhm. uns das Leben einfach leichter zu machen, dass wir schneller zu uns kommen können. Ja. Genau. Okay. It's This, like a tool to remove the black spots from our storyboard. yeah. And this one is almost, every flower could have a chapter, so much to say. But this flower, the blue lotus or blue water lily, was the most sacred flower in ancient Egypt. In Mhm. translate. Also jede Blüte hätte ein Kapitel verdient, aber diese hier, die blaue Wasserlilie, oder das war die heiligste Pflanze im alten Ägypten. Mhm. There Also was blaue Lotus oder every Wasserlilie. Ah, ja. temple, all temples have a relief that's a closed flower that is
this blossom. It's the lotus, it's the blue lotus Mhm. blossom. That's on every temple in Egypt has that. Also jeder Tempel in Ägypten hat mindestens ein Relief, das diese Wasserlilie oder den blauen Lotus zeigt. Mhm. So when I was there, I did a long trip in 2012. I asked our guide, what is this flower everywhere? Mhm. And Und if you look at the picture, this extract was prepared June 11th, 2006. And I knew how powerful it was then, but I didn't know that it was such an important flower in Egypt until 2012, six also years later. die Blüte, das Extrakt hat er 2006 gemacht. 2012 war er aber dann auf Reise in Ägypten und hat halt überall diese Blüte gesehen. Und er hatte noch keine Ahnung davon, wie wichtig sie in der altägyptischen Kultur Heilkunde war. So if Mhm. you think of this as a complex antenna array, look, look at it. It's Sie it's un, verzaubert. it's just unbelievably complex in what it can receive. And it is this big across. It's about 20 centimeters. This one was maybe 18 centimeters in width. And I had to build a whole extracting vessel around this entire flower. So it took me hours to make this extract, and it's beyond belief what it does. Mhm. It has so much power when it's needed. Also diese Blüte hatte so 18 Zentimeter Durchmesser und er musste extra Sonderanfertigen, einen Extraktionsbehälter, den er um die Blüte drumherum schließen konnte, damit sie als Ganzes reinpasst. Und wenn man sich die Blüte anguckt, sieht man, wie komplex das Antennensystem ist. Also allein an der Filigranität der einzelnen Elemente von der Blüte kann man erahnen, was für eine komplexe Information die aus dem Urfeld rausfiltern kann. Mhm. Schon wenn man sie anschaut, wirkt sie total auf die Zirbeldrüse. Ja, Daniel says just looking at her is activating the pineal gland. Yes, yes. That's why I would like to send it to you, and we can send a link on YouTube. Um, Maybe we can end with that. I don't know because it only takes 3 minutes. Just let me see. I will stop sharing and let me see if for 3 minutes if I can find something. Just a moment. Let me see if it's on my computer. Um, hmm. Vielleicht kann uns der Brent noch ein paar sehr spezielle Erfahrungsberichte berichten. Hm, Ah, I'm trying to. Hmm. vielleicht kann ich einen berichten. Okay. Also hier gab auf einem Seminar eine kritische Situation, wo eine Klientin durch einen sehr heftigen Prozess gelaufen ist. Also das war damals ein Exorzismus, habe nicht ich gemacht, hatte wer anders gemacht. Mhm. Und der war dreischichtig und danach musste sie ihr gesamtes System von unten neu aufbauen. Und dann hat sich die Luftröhre geschlossen und sie wäre Okay. uns halt fast erstickt. Also es wie durch eine allergische Reaktion. Da muss irgendein Gift freigesetzt worden sein und die Kehle schwoll zu. Und Situationen, die man ungern hat, wenn Mhm. man Prozesse begleitet. Und ich hatte zum Glück die Floralive Essenzen dabei und bin dann einfach nur einmal mit dem Finger durch die Testsets. Und so, ja, war eine dabei, die sofort gesagt hat, komm, ich helfe, 3 Sprüher in den Mund und die Schwellung ist sofort zurückgegangen. Wow.
Und das ist nur, ne, biochemisch Wasser und Alkohol, mehr ist nicht drin. Mhm. Also, Ah, I will have to find it and send it to you. I can't find it now. I'm searching, but um, maybe I can send you a link and we can put it send, in the send note. a link and he can cut it to it at the end. Also er Yeah. schickt dir einen Link, das ist ein kleines Video, vielleicht kannst du das zum Abschluss hinten dran hängen. Mhm. Yeah, I just end by saying, and I haven't have not contacted this group for 20 years, but we want to make sure, and I'll put that in there, that we give credit to the beautiful music comes from a group called Noël Celtique. And they are a group in Brittany, France, that sings in Breton, the ancient Mhm. language, kind of like Celtic. And so I think it's one of the most beautiful things. And so I put that as a background Mhm. for the when we play the images of 50 flowers. And Okay, the, also er hat ein Video, wo 50 Blüten vorgestellt werden, visuell, jetzt wirklich nur rein visuell und er möchte nur sicher gehen, ähm, das Video ist unterlegt mit Musik von einer bretonischen ähm, Gruppe, also aus der Bretagne in Frankreich, die in der alten Form des Keltischen, was dort noch gesprochen wird, halt yeah. singt. Und So er wollte einfach nur diese Gruppe ehren für die I want Musik. to Okay, put a link. verstehe. I want to put a link Mhm. to their music if they still are in existence. This was a long time ago, but if they're still there, I hope everyone Mhm. can Und er put it packt, guckt mal, ob er die Band noch wiederfindet, dann klebt er noch einen Link zu der Gruppe bei, up. Okay, falls man mehr davon hören möchte. verstehe. Interessant. Okay. Hm. Okay, Brent, I think we are good for today. We've got 90 minutes. Mhm. It's long, yeah. Mm, Okay. Well, good one. thank you, Danielle, for your interest, and Sehr gerne, sag ihm sehr gerne gemacht und hat Spaß Mm. gemacht und hat er gut erklärt. It was a pleasure, and your explanations were perfect. thank you. Okay. Okay, danke auch für deine Unterstützung, Harald. Hast du auch Ja, sehr gut gemacht. gerne, gerne. Okay, dann verabschiede ich mich Okay, hier. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis bald. Yeah, thank you. okay. Okay, ciao zusammen. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.